Was sagte ich eigentlich? Warte mal, wo fange ich an? Was erzähle ich überhaupt? Bin mir nicht so sicher, aber... Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich gebe euch heute mal ein Feedback, denn ich war 2 Monate in der Türkei und ja, ich bin wieder da. Also wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Ich habe öfter die Frage gelesen, warum ich in Antalya bin oder warum war ich in Antalya. Ich war, einfach so da. Easy peasy, einfach so. Ich war alleine. Ich habe die Zeit sehr genossen, auch sehr, sehr viel erlebt. Ja. Ne, man macht ja auch seine Fehler im Leben. Auch ich. Am 5. Tag habe ich erstmal eine neue Narbe dazu bekommen. Am 8. Tag bin ich die Treppe so heruntergefallen, dass ich tagelang nicht liegen konnte. Oh mein Gott. Ich habe eine sehr schwere Reise hinter mir. Ja. Eigentlich war geplant, dass ich 6 Wochen in der Türkei bleibe, habe mich dann aber dazu entschlossen, meinen Geburtstag in Antalya zu verbringen und bin dann etwas über 2 Monate geblieben. Als deutscher Staatsbürger hast du die Möglichkeit, dich 90 Tage ohne Visum in der Türkei aufzuhalten und das pro Halbjahr. Also 90 Tage für 180 Tage. Wie soll ich euch das erklären? Angenommen, du machst im Juni 2 Wochen Urlaub und kommst dann im Oktober oder November wieder, dann musst du diese 2 Wochen mit einberechnen, denn du bist noch in den 180 Tagen. Ich glaube, das nennt man Schenkenvisum. Ich habe genau die 90 Tage voll. Genau die 90 Tage, wo ich dachte, beim Ausrechnen, ne? Ich und Zahlen. Ruf mal bei der Fluggesellschaft an und sag, du möchtest verschieben, also du möchtest umbuchen. Und dann fragt die Dame mich am Telefon, ja, wann denn? Und ich, ja, warte mal, wann will ich dann fliegen? Wann will ich dann wieder zurück? Freitag, Samstag, Sonntag? Zum Glück habe ich den Freitag gewählt, weil hinterher habe ich ausgerechnet, das sind genau 90 Tage. Oh mein Gott, was hätte ich gemacht, wenn ich am Sonntag geflogen wäre oder was wäre dann passiert? Du, ich kann nicht mal richtig meinen Aufenthalt ausrechnen. Ich habe manchmal eine leichtsinnige Art an mir. Entschuldigung, wenn mein Top dauernd runterrutscht. Das nervt mich. Ich hatte 2 Apartments durch Airbnb und das direkt in der Altstadt. Airbnb-Apartments lohnen sich nur dann, wenn man der Meinung ist, dass man wirklich, weiß ich nicht, 3, 4 Wochen irgendwo verbringen möchte. Wenn es nur ein paar Tage sind, bin ich der Meinung, kann man auch ins Hotel gehen. Der Preisunterschied ist nicht so groß. Man muss natürlich wissen, was man möchte. Airbnb hat Touristenpreise oder die meisten machen Touristenpreise. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um länger zu bleiben und vielleicht auch mal aus dem Hotelleben rauszukommen. Wer ein Land, die Menschen, die Kultur kennenlernen möchte, muss aus dem Hotel raus. Also nur Hotelurlaub machen ist schön, aber man erfährt nicht so viel. Ich habe nicht einmal in den 2 Monaten gekocht. Ich bin nach Hause gekommen und dachte, wow, warum steht hier ein Herd? Die Selbstverpflegung ist zu 60% günstiger als in Deutschland. Manchmal lohnt sich es tatsächlich, eher essen zu gehen als zu kochen. Es kommt natürlich immer darauf an, wo du bist. Antalya ist aber sehr günstig. Ich habe immer versucht, den Sonnenuntergang zu catchen. Also ich liebe Sonnenuntergänge und für mich ist das mit das Schönste, was man sehen kann. Sonnenuntergänge haben was Magisches. Ich kann abschalten, ich komme runter, ich genieße und alles um mich herum wird so unwichtig. Es klingt komisch, aber manchmal hat man so viele Probleme im Kopf, ja, man überlegt, was macht man? Man ist in einer Situation, in der man sich unwohl fühlt, unglücklich ist und man denkt manchmal, das Leben ist vorbei. Aber wenn du auf einmal verreist, dann werden manche Dinge so unwichtig, weil das Leben so wertvoll ist, so wunderschön. Wir müssen in keiner schlechten Beziehung verharren, wir müssen um niemanden betteln, wir müssen um niemanden kämpfen, wir müssen auch nicht mit Leuten umgeben sein, die uns nicht gut tun. Das Leben hat einfach viel, viel mehr zu bieten und ich glaube schon, dass wir auf der schönen Seite des Lebens sein können. Das fängt nur hier an, ja, hier oben. Ich habe Leute aus aller Welt kennengelernt und ich habe mit Leuten Abende verbracht, die einfach im Gedächtnis bleiben. Du erlebst so viele Dinge, du hast so viele Eindrücke. Ich war einmal im Fitnessstudio, ja, weil mir ein Freund das Studio zeigen wollte und die dachten, ich bin die neue Fitnesstrainerin. Ich hatte eine Leggings an und da sind die Leute auf mich zugekommen und haben mich über irgendwelche Kurse ausgefragt oder ja, was ich mit denen dann machen will. Und ich dachte, hä? Antalya ist eine mega große Stadt, aber Instagram, also
Mich haben Leute angeschrieben, die mich zufällig beim Vorbeilaufen gesehen haben. Ehrlich, beim Vorbeilaufen. Mir haben manchmal Typen geschrieben, die gesagt haben, hey, ich habe dich gerade gesehen, du warst vor meinem Restaurant oder eher vor meiner Bar. Komm doch mal vorbei. Ich, okay, ciao, wer bist du? Ich sehe nichts, ja. Straight. Ich war nicht immer in der Touristengegend unterwegs. Also ich habe auch Restaurants besucht, wo nur Türkisch gesprochen wurde. Ich habe auch Basare besucht, die nur für Einheimische waren. Aber das war mir wichtig. Mir war wichtig, dass ich auch diese Seite kennenlerne. Mein Türkisch ist besser geworden. Ich kann besser verstehen, aber nicht unbedingt besser sprechen. Für meinen Geburtstag habe ich mir dann eine Suite gebucht. Honeymoon Suite mit Privat-Whirlpool. Ich habe sehr, sehr gut verhandelt. Also ich habe einen sehr guten Preis ausgehandelt und ja, gib ihn, ne? Ja. Ehrlich, es war wunderschön und der Ausblick. Ich habe mich in meinem Bezirk sehr viel um die Straßenhunde gekümmert. Ich glaube, die meisten wissen, dass ich Tiere liebe, dass ich Hunde liebe. Ich war jeden Tag da und bin meine Runden gegangen, habe denen Essen gegeben. Und klar, die Hunde haben mir irgendwann vertraut. Die sind mit mir gegangen. Die sind mit mir spazieren gegangen. Die Leute, die haben geguckt, das waren 8, 9 Hunde, die teilweise mit mir gegangen sind. Die standen am Straßenrand, haben Bilder gemacht, haben mich gefragt, ob das meine Hunde sind. Die meisten Leute haben nicht so cool drauf reagiert, ne, wenn dann auf einmal 8 Hunde hinter dir herlaufen. Katzen sind beliebter auf jeden Fall, also Katzen sind beliebter als Hunde und es ist auch ein anderes Kümmern. Klar gibt es Leute, die kümmern sich um Hunde, aber nicht so, wie wir das in Deutschland kennen. Ich weiß. Den ganzen Tag kann ich dich streicheln, ich weiß. Den Leuten ist es aufgefallen, dass die Hunde mir vertrauen. Und irgendwann kam dann ein Transportwagen angefahren, das waren Hundefänger, das habe ich erst zum Schluss herausgefunden. Die wollten irgendwas von mir, keine Ahnung. Alle Hunde um mich herum und dann kam der eine und hat mich vollgelabert, nichts verstanden. Okay, wer ist das? Die Hunde haben dann aber gecheckt, dass irgendwas nicht richtig ist und sind dann abgehauen. Die haben versucht, die Hunde einzufangen. Nur leider ist es denen nicht gelungen. Die wollten dann meine Hilfe haben und ich, sorry. No. Ich dachte zuerst, vielleicht wollen sie einen Hund fangen, um den dann zu kastrieren. Gibt es da ja auch. Also die Hunde werden kastriert und dann wieder ausgesetzt. Aber die haben versucht, einen kastrierten Hund zu fangen. Nicht mit mir. Ich dachte, ey, hallo, ich gehöre zum Rudel. Ich verrate doch nicht meine Freunde. Ein Hund, der Angst hat, der versucht sich zu wehren. Und wenn ich dann sehe, dass jemand, egal, also ich habe öfter gesehen, dass die Hunde natürlich gerne gestreichelt werden, die meisten sind auch friedlich, also über 90% würde ich sagen, aber wenn ich dann einen Hund streicheln will und ich komme von hinten und mache so, dann muss ich mich nicht wundern, dass der Hund durchdreht und vielleicht zuschnappen will. Also ich finde manchmal, also das Feingefühl bei manchen Menschen fehlt einfach. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Katzen kennengelernt. Und dann gab es einen Tag, ich weiß noch, da ist eine Katze vor meinen Augen angefahren worden. Und ich habe nur noch das Knack gehört. Die Hunde sind durchgedreht, die sind dann dem Motorradfahrer, also es war ein Motorradfahrer, hinterhergerannt. Die Katze lag am Boden und ist mit letzter Kraft abgehauen. Ich habe den halben Nachmittag die Katze gesucht. Ich habe mit den Leuten in der Umgebung gesprochen, meinte, wenn ihr diese Katze seht, ja, bitte sagt mir Bescheid. Ich übernehme auch die Tierarztkosten. Gegenüber war auch ein Hostel und die haben mir versprochen, dass sie sich darum kümmern werden. Und ich dachte, okay, wer weiß, ob die überhaupt noch da ist. Und ein paar Tage später sehe ich die Katze im Park. Ehrlich, ich habe gefeiert. Das war für mich mein Highlight. Das war wirklich ein Highlight. Ich habe erstmal Essen gekauft. Ja, die Katze hat erstmal alles von mir bekommen. Ich war so glücklich, dass die Katze lebt und Mother of the Hood, sage ich euch. Ich möchte jetzt aber im Februar wieder rüberfliegen und natürlich meine Hunde besuchen. Ich werde im Februar natürlich nicht nur die Hunde besuchen, sondern auch Freunde. Aber ach,
Ich hatte die schönsten Dates. Das Abenteuer geht auf jeden Fall weiter. Ich mit meinen Hunden und Katzen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, besinnliche Festtage. Und wenn ihr keine Weihnachten feiert, dann wünsche ich euch trotzdem schöne Tage. Wir sehen uns bald wieder. Macht es gut und bye bye. Das waren zu viele Küsse.